Heute im Video gibt es einen Vergleich zwischen dem Jadon Sancho Nike Superfly für 270 € und dem Jadon Sancho Superfly Fake Fußballschuh für 50 €. Ihr wollt wissen, wie groß ist der Unterschied, welcher Fußballschuh hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis und gibt es hier tatsächlich eine Überraschung? Das erfährt ihr im heutigen Video. Wie ihr wisst, haben wir schon beide Exemplare getestet, sowohl das Originalmodell der Nike Superfly 7 von Jadon Sancho für 279 €, sprich den Originalschuh, den allerersten Signature-Schuh für Jadon Sancho, und natürlich auch die Fake-Variante für 50 € von DH-Gate findet ihr natürlich schon als Review, sprich könnt ihr euch gerne auch nochmal beide Videos separat anschauen, da findet ihr natürlich nochmal mehr Fakten zu den Schuhen. Heute soll es eher in den Vergleich gehen, deswegen schauen wir, welcher Fußballschuh hat wo die Nase vorne. Kann der Fake-Fußballschuh tatsächlich mithalten? Wenn ja, wo? Alles, was ihr wissen müsst, erfährt ihr jetzt. In Sachen Ballgefühl haben wir natürlich mit dem Nike Superfly 7 einen der besten Fußballschuhe, die es aktuell bzw. auf dem Markt jemals gab. Weshalb natürlich hier die Anforderungen extrem groß sind und weshalb ich auch dachte, okay, hier wird der Unterschied enorm sein. Man muss aber tatsächlich sagen, was das Thema Ballgefühl angeht, für mich tatsächlich eine Überraschung, denn auch das Fake-Modell hat einen relativ soliden Touch. Natürlich im Vergleich zum Elite-Modell ist hier ein großer Unterschied da. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis auch im Fake-Fußballschuh gut, denn man kann den Ball gut spüren. Das Obermaterial wird nochmal etwas weicher nach der Einlaufphase, sprich beim Ballgefühl und Touch natürlich der Sieger in Form vom Elite-Modell, aber der Unterschied deutlich geringer, als ich gedacht hätte. I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess. Kommen wir zur Passform und natürlich auch zum Lockdown, was diesen Fußballschuh angeht. Und hier gibt es tatsächlich schon wieder die nächste Überraschung, denn auch hier hatte ich eigentlich so meine Bedenken, was die Stabilität innerhalb des Fußballschuhs angeht. Vor allem allgemein bei Fake-Fußballschuhen ist das immer ein Riesenproblem, dass man sehr, sehr viel rutscht und auch umkicken kann, teilweise sogar gesundheitsgefährdend. So hatten wir es im letzten Review, da war der Fußballschuh für mich eingestuft als gesundheitsgefährdend, weshalb ich hier auf jeden Fall sehr skeptisch war. Ich muss aber sagen, dass der Lockdown tatsächlich gar keinen Riesenunterschied bietet zwischen dem Topschuh und dem Fake-Fußballschuh für 50 €. Klar merkt man hier einen Unterschied, dass der Lockdown nicht ganz so gut ist, weil hier einfach das 360-Grad-Fly beim Elite-Schuh nochmal deutlich besser zu tragen kommt. Nichtsdestotrotz hat mich hier der Fake-Fußballschuh überrascht. Die Passform ist relativ ähnlich, ein bisschen breiter als das Topmodell, aber der Lockdown wirklich sehr solid. Ich bin fast nicht gerutscht. Außer dass die Stabilität in der Sohle nicht ganz so gegeben war, muss ich sagen, gibt es hier tatsächlich natürlich wieder den Sieger in Form vom Topschuh, weil er einfach deutlich besser ist. Aber der Unterschied ist deutlich geringer als erwartet. Da die Optik von diesem Fake-Fußballschuh so überragend ist, dachte ich natürlich, wir müssen heute noch ein bisschen genauer auf die Optik drauf eingehen. Deshalb würde mich mal interessieren, Leute, schreibt jetzt mal einen Kommentar, was glaubt ihr, welcher Fußballschuh ist der Fake und welcher das Original, links oder rechts, gerne mal einen Kommentar da lassen. Schreibt jetzt mal drunter, und bevor ich es jetzt auflöse, natürlich nur, wenn ihr wirklich jetzt schon kommentiert habt. Und zwar kann man es schon ein bisschen erkennen, muss ich sagen. Hier haben wir das Original und hier den Fake-Fußballschuh. Man muss aber sagen, was die Optik an sich angeht, vor allem vom Obermaterial,
Diese Details sind sehr, sehr gut gemacht. Wir kommen gleich mal zu den Unterschieden, aber wie gesagt, ich finde die optisch sehr, sehr gut gemacht, für das, dass sie Fake-Fußballschuhe sind und nur 50 € kosten. Der Fußballschuh an sich natürlich sehr, sehr auffällig, deshalb dachte ich auch, okay, man findet sehr, sehr viele Details, die nicht stimmig sind. Aber wenn man die beiden Fußballschuhe nebeneinander legt, kann man ganz gut erkennen, dass die Optik relativ gut getroffen worden ist. Aber es fällt schon mal auf, zum einen haben wir hier die Socke und hier quasi ja, ein bisschen mehr Struktur dahinter, denn hier sieht man, dass es ja, ein bisschen verzogen ist. Die Socke ist trotzdem angenehm beim Tragen, obwohl es ein Fake-Fußballschuh ist, aber man kann es, glaube ich, schon ganz gut erkennen. Und vor allem hier zum einen der Nike-Swoosh haben wir hier als geriffelte Oberfläche. Bei diesem Fußballschuh ist das Ganze nur aufgeklebt, also nicht geriffelt. Genauso die Farben vor allem hier auf der Innenseite und Poppin 24 Hours im Vergleich zum Topschuh sind einfach nicht so farbenintensiv. Also dieser Fußballschuh wirkt einfach nochmal deutlich besser verarbeitet. Mehr Details, mehr Farbe. Auch die Sohle kann man sehen, die ist natürlich geklebt. Sprich, man sieht hier zumindest keinen Kleber. Hier hinten auch nicht. Das ist beim Fake-Fußballschuh aber der Fall. Man kann es hier ganz gut erkennen. Die Klebekonstruktion, vor allem hier hinten am Fersenbereich, dass hier drunter Kleber läuft quasi. Auch hier vorne ist das Ganze etwas verlaufen. Sprich, das wird auch nicht allzu gut halten, sollte man auch keine extrem gute Haltbarkeit erwarten. Wo ist jetzt also der Haken im Vergleich zu dem 279 Modell und ja, 50 €? Ganz einfach, natürlich das Thema Verarbeitung, das hatten wir schon angesprochen, so ein paar Unsauberheiten und natürlich ein Riesenproblem, das Thema Haltbarkeit. Hier schließt natürlich der Topschuh deutlich besser ab, auch wenn er natürlich auch ein leichtes Problem im Sohlenbereich hat, aber kein Vergleich zum Fake-Fußballschuh. Hier kann man nach den ersten 3 bis 4 Sessions schon erkennen, dass sich die Sohle leicht löst, sprich die Stabilität geht immer mehr verloren und deshalb natürlich auch der preisliche Unterschied gegeben, sprich die Haltbarkeit natürlich deutlich besser im Topschuh, weshalb auch für mich die Empfehlung natürlich auf den Top-Fußballschuh fällt. Falls man aber keinen Anspruch an den Fußballschuh hat, was das Original angeht, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann, ich kann es nicht leiden, wenn ich einen Fake-Fußballschuh in meiner Sammlung hätte, aber von der Optik tatsächlich kann man sagen, dass der Fake-Fußballschuh auf jeden Fall überrascht hat, ein gutes Ergebnis bekommen hat und auch was das Ballgefühl und den Lockdown angeht, zunächst auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, aber wie gesagt, über die Dauer wird der Fußballschuh natürlich immer schlechter, weil die Haltbarkeit bzw. die Verarbeitung sehr zu wünschen übrig lässt, aber trotzdem interessiert mich mal eure Meinung, was sagt ihr? Fake-Fußballschuh ein gutes Ergebnis verdient oder aufgrund der Haltbarkeit dennoch ein schlechtes? Gerne mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Hat für euch das Voting gewonnen? Welcher Fußballschuh hat das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis? Und sagt ihr, okay, das ist tatsächlich überraschend oder dennoch nein, immer beim Original-Fußballschuh? Gerne mal Feedback da lassen. Das war's zum Jadon Sancho Nike Superfly Fake-Fußballschuh-Vergleich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren.